Bei ETF gibt es zwei Arten, thesaurierend und ausschüttend. Aber wo liegt der Unterschied und was ist besser? Über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. ETF ermöglichen Anleger und Anlegerinnen in ganze Märkte oder spezifische Sektoren zu investieren, ohne dass sie einzelne Aktien oder Obligationen kaufen müssen. Eine wichtige Entscheidung, die Investoren bei der Auswahl von ETF aber treffen müssen, betrifft die Art von Dividenden und Couponausschüttungen. Ausschüttend oder thesaurierend. Beide Varianten haben spezifische Eigenschaften und können sich unterschiedlich auf die Anlagestrategie und die Anlageziele auswirken. Bei ausschüttenden ETF werden die Kapitalerträge zu einem bestimmten Stichtag aufs Konto des Anlegers überwiesen. Die Kapitalerträge hast du frei zur Verfügung und kannst die wieder investieren oder als regelmäßiges Einkommen verwenden. Bei thesaurierenden ETF bleiben Kapitalerträge aber im Fonds und werden automatisch reinvestiert. Durch das erhöht sich der Wert vom ETF und du profitierst direkt vom Zinseszinseffekt, weil keine Zeit vergeht, bis dein Geld wieder angelegt wird. Viele der grossen Fondsgesellschaften haben zudem bessere Handelskonditionen als Privatanleger und das spricht eher für das thesaurierende Instrument. Ob ein ETF ausschüttend oder thesaurierend ist, sieht man im Factsheet. Oft sieht man es aber auch direkt im Namen vom ETF. Auf Englisch heißt thesaurierend Accumulating und ausschüttend Distributing. Bei einer Anlage in ETF und Indexfonds sind immer auch steuerliche Aspekte zu beachten. Für Schweizer Investoren stellen Dividenden und Couponzahlungen im Normalfall steuerbares Einkommen dar. Ob ein ETF die Dividenden an die Anteilseigner ausschüttet oder sie im Fonds direkt reinvestiert werden, spielt für die Schweizer Steuerbehörden bei dem keine Rolle. Einen relevanten Unterschied gibt es aber. Bei ausschüttenden ETF unterliegen die Ausschüttungen einem Steuerrückbehalt. Bei Schweizer Wertschriften respektive einem ETF mit Schweizer Domizil redet man von Verrechnungssteuer. Und bei ETF mit Domizil im Ausland von Quellensteuer. Zwischen dem Steuerabzug und der Rückerstattung vergeht aber Zeit und das verzögert den Zinseszinseffekt. Außerdem können auch Stempelsteuer anfallen, wenn die Ausschüttungen außerhalb vom Fonds wieder reinvestiert werden. Für einen Investor mit Kapitalwachstum als Ziel kann darum ein thesaurierender ETF die bessere Wahl sein. Das ist aber nur ein Aspekt von vielen bei der Auswahl von ETF. Bei True Wealth achten wir bei der Auswahl der Instrumente neben den Kosten, der Steuereffizienz und am Gegenparteienrisiko aber auch auf die Liquidität und die Geldbriefspanne. Je nach Anlageklasse verwenden wir ausschüttende oder thesaurierende Anteilsklassen abhängig von der Situation auf dem jeweiligen Fondsmarkt. Wir wählen jeweils das Instrument, was unter dem Strich am kosteneffizientesten ist. Und weil wir Portfolios von unseren Kunden sowieso regelmäßig optimieren, werden auch die Erträge aus ausschüttenden ETF zeitnah reinvestiert. Hast du eine Präferenz für ausschüttend oder thesaurierend? Deine Meinung würde mich interessieren. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.